Fehler in der Krisenkommunikation können Millionen kosten. Eine unbedachte Aussage in der Presse und das Image deines Unternehmens oder deiner Organisation ist ruiniert. Gerade in Krisensituationen ist professionelle Kommunikation das A und O für jedes Unternehmen. Wie du dich hier gut aufstellen kannst, das erzähle ich im Video. Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger. Ich bin Moderatorin, Leiterin der Moderatorenschule Baden-Württemberg und ich bin von Haus aus Fernsehjournalistin. Und als ich damals in einer Fernsehnachrichtenredaktion gearbeitet habe, da habe ich relativ oft aus Krisensituationen und über Krisen in Unternehmen und Organisationen berichtet. Heute teile ich dieses Wissen als Medientrainerin und arbeite mit Menschen aus Unternehmen und Organisationen zusammen und mache sie fit für Interviews in solchen Situationen. Betriebsunfälle, Stellenabbau, Umweltskandale, Rückrufaktionen, Krisen gibt es ganz viele für Unternehmen. Und in diesen Situationen hast du als Manager oder Geschäftsführerin alle Hände zu tun, nämlich so eine Krise zu managen. Du musst Probleme lösen, Mitarbeiter steuern, für Sicherheit sorgen, Kunden beruhigen und. Und wenn dann auch noch die Presse davon Wind bekommt, dann hast du ein echtes Problem. Wenn du nämlich eine Krise hast, kannst du gar nicht so schnell gucken, wie die Journalisten im Hof stehen. Bad news are good news. Ich erinnere mich an meine Zeit als Nachrichtenjournalistin im Fernsehen. Das waren die Themen, die besonderen Nachrichtenwert hatten und je größer die Krise war, umso größer war die Berichterstattung. Und für dich als Geschäftsführerin oder Manager heißt es dann, professionell und effektiv zu kommunizieren. Keine Interviews zu geben, ist hier die denkbar schlechteste Lösung. Wenn du nämlich nicht mit den Medien sprichst, dann tun es andere für dich. Zum Beispiel deine Mitarbeitenden, die Konkurrenz oder vielleicht Wissenschaftler. Und dann kommen noch Mutmaßungen dazu. Und wenn ich als Journalistin keine Auskunft bekomme, dann werde ich erst richtig neugierig. Dann werde ich investigativ recherchieren. Und deswegen lautet mein erster Tipp für dich: kommunizieren statt reagieren. Also komm in die aktive Rolle statt in die passive. Du musst mit Journalisten sprechen. Eine klare und gut gesteuerte Medienkommunikation können das Ruder rumreißen und dein Image schützen. Und wie das geht, dafür habe ich dir hier ein paar Tipps zusammengestellt. Krisenkommunikation beginnt nämlich dann, wenn die See noch ruhig ist, also in normalen Zeiten. Und wenn du dieses Video gerade anguckst, weil du eine Krise hast, dann ist es eigentlich schon zu spät. Denn wenn die Krise da ist, musst du direkt kommunizieren und nicht erst noch ein Video gucken, weil damit verlierst du ja wertvolle Zeit. Deswegen möchte ich hier vor allem darauf eingehen, was du machen kannst, um in einer Krise gut gerüstet zu sein. Also um vorbereitet zu sein für den Fall, dass mal eine Krise auftaucht. Das Erste, was du machen kannst, ist, dass du einen Krisenkommunikationsplan entwickelst. Und das machen übrigens alle großen Unternehmen und Organisationen. Solch ein Plan enthält auch festgelegte Verantwortlichkeiten innerhalb des Krisenstabs. Also wer ist Krisenmanager oder Krisenmanagerin? Also wer leitet das Team und trifft strategische Entscheidungen? Ein Kommunikationsverantwortlicher kümmert sich um die interne und externe Kommunikation. Und dazu gehören übrigens auch Pressemitteilungen und Social Media. Wir haben ja gesagt, aktiv kommunizieren, also nicht erst warten, bis die Presse vor der Tür steht und Fragen stellt, sondern aktiv Pressemitteilungen rausschicken. Dann hast du eben die Hoheit über das, was an Infos rausgeht. Dann brauchst du in deinem Krisenteam noch einen Rechtsberater. Der oder die prüft die komplette Kommunikation auf rechtliche Konformität. Und dann musst du eben auch wissen, welche Fachexperten aus relevanten Bereichen liefern spezifische Informationen zur Krise. Und wer aus dem HR-Team stellt die interne Kommunikation zu den Mitarbeitenden sicher.
Das ist total wichtig. Man informiert übrigens immer von innen nach außen, also erst die Mitarbeitenden und dann die Öffentlichkeit. Wie das genau geht, das zeigen wir bei uns in unseren Medientrainings oder in unseren Medientrainings für die Krise. Also wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal hier auf unserer Webseite vorbei. Für deinen Krisenkommunikationsplan entwickelst du auch unterschiedliche Krisenszenarien, also das, was bei dir passieren kann, also entweder Produktrückruf oder Umweltskandal oder Datenschutzverletzung. Und für diese jeweiligen Krisenszenarien werden unterschiedliche spezifische Reaktionspläne vorbereitet und eben auch die Schlüsselbotschaften. Schlüsselbotschaften sind vorbereitete Statements und Fragen- und Antwortenlisten für die ersten Stunden nach einer Krise. Der Plan legt fest, wie und wann Mitarbeitende, Kunden, Medien und andere Stakeholder informiert werden. Ganz wichtig, und das muss eben auch in diesem Krisenkommunikationsplan drinstehen, sind Tools wie zum Beispiel eine Krisenhotline, vorbereitete Pressemitteilungen und ein Q&A-Dokument. Und ebenfalls in diesem Plan gibt es auch ein Monitoring-System, um eben die Reaktionen auf die Krise zu verfolgen und gegebenenfalls die Kommunikation anzupassen. Und genauso wichtig wie so ein Krisenkommunikationsplan, einen Krisenstab vorbereitet zu haben, ist eben auch Krisenkommunikation zu üben. Große Unternehmen machen das so. Die machen regelmäßige Trainings mit ihren Krisenstäben, damit die eben vorbereitet sind. Weil stell dir vor, du hast irgendwie vor 5 Jahren mal so einen Krisenkommunikationsplan entwickelt und dann passiert wirklich was, da erinnert sich doch gar keiner mehr dran. Und deswegen wird in solchen Krisenkommunikationstrainings mit dem gesamten Krisenteam geübt, wie muss die Information fließen, fließt sie schnell, fließt sie klar, fließt sie korrekt, und es wird auch geübt, wie spreche ich im Fall einer Krise mit Journalistinnen und Journalisten. Da werden Pressekonferenzen geübt, da werden Krisenstatements geübt, da wird geübt, im Krisenfall Interviews zu geben, also kurz und knapp Fragen zu beantworten, sich nicht aufs Glatteis führen zu lassen, klare und konkrete Informationen zu geben, aber nicht zu viel zu sagen und so weiter und so fort. Und im Übrigen, im Ernstfall spricht immer der Chef oder die Chefin. Natürlich kann eine Pressesprecherin vertreten, aber im Krisenfall ist es wichtig, dass das Gesicht des Unternehmens und der Organisation zu sehen ist. Und noch einen letzten Tipp habe ich hier für dich. Gerade in der Krise ist es wichtig, dass du belastbare Kontakte zu Journalisten hast. Also, dass die dich schon kennen. Weißt du, wenn du vorher noch nie mit der Presse gesprochen hast, dann werden die erstmal anfangen zu recherchieren und die kennen dich dann nur aus dieser Krisensituation. Das finde ich echt schwierig. Du solltest in ruhigen Zeiten gute Kontakte aufbauen. Dann werden die dich auch anrufen und fragen, was ist denn wirklich passiert? Wie ist es dann? Und dann kriegst du eine bessere Berichterstattung. Und ich meine damit nicht, dass die Krise nicht in den Medien vorkommt, sondern ich meine damit, dass du Kontrolle darüber behältst, was und wie über dein Unternehmen kommuniziert wird. Und das hast du in der Hand und darüber kannst du die Kontrolle behalten.